So, ihr werdet es nicht glauben. Ich bin da oben ein bisschen rumgelaufen, da hinten rum, habe Holz gesucht zum Sägen. Weil ein bisschen habe ich hier gefunden. Dann habe ich auf dem Seidenweg das gefunden. Das ist schon geschnitten. Es lag jetzt auf dem Boden. Es wird wahrscheinlich ziemlich feucht sein. Aber wir werden auf jeden Fall ein Feuerchen hinkriegen. Es wird am Anfang sowieso ein bisschen schwer werden, weil hier der Schnee ist. Das ist wieder eine Herausforderung. John hat Kienspan dabei, von daher kein Problem. Kriegen wir hin. So, es zieht auch schon überall an. Man sieht, dass es glitzert. Ich habe jetzt extra die Kopflampe an. Also überall fängt es jetzt an zu frosten. Es ist auch, ja, es wird immer dunkler. Die Kamera holt noch ein bisschen Licht raus, so hell ist das gar nicht mehr. Gut, dann werden wir jetzt mal den Stick rausholen. Und dann machen wir noch schnell ein Lagerfeuer-Video. Dann gucken wir mal, ob ich das nasse Zeug, feucht, nass, wie auch immer es ist, in Gang kriege. Und dann sehen wir weiter, ne? Ob das was wird oder nicht. Ich habe alles dabei. Ich habe auch Magnesiumstarter, das heißt, ich kann Magnesiumflocken schnitzen und da was rausholen. Und Hitze vor allem. Weil wir wissen ja, Magnesium ist unheimlich heiß. Wir wissen aber auch, dass man da vorsichtig sein muss. Aber der John hat ja auch noch Baumharzkugeln dabei. Von daher bin ich da sehr optimistisch, dass ich das zum Brennen kriegen werde. Es ist ein bisschen nah hier, aber an meinen Biwaksack. Aber das wird schon gehen. Ich werde das Lagerfeuer ein bisschen weiter rausstellen. So. Ein bisschen den Zoom rausmachen. Ich habe zwar eine Touch-Funktion an meinem Handy, an meinen Handschuhen, aber ist auch nicht gerade das Beste. Gehen wir noch ein bisschen zurück hier. So ungefähr, genau, das sollte passen. So. Na komm, irgendwo ein gescheiter Stand. Jetzt haben wir einen gescheiten Stand. Perfekt. Nehmen wir jetzt ein bisschen Kienspan. Dafür hoffe ich da. Ich werde auch keine Glocke schnitzen mit dem Kienspan, sondern ich werde gleich einen Kienspan-Stick nehmen und anzünden. Wie gesagt, ich habe genug dabei. Und Nummer 1, 2 Kienspan. Nehmen wir das noch ein. Dann haben wir noch die Baumharzkugeln. Ich habe Feuerstahl dabei, ich werde es aber mit meinem Mini-Bunsen-Brennerfeuerzeug machen, weil ich keine Lust habe, jetzt ewig rumzumachen. Wie gesagt, ich probiere ja nur gelegentlich mit dem Feuerstahl und dass man nicht aus der Übung ist, wenn es dann mal so weit ist, wenn man den braucht. So, ich spanne hier hin. Ist natürlich direkt alles auf dem Schnee. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Das ist halt einfach so. So kann man halt auch mal testen, ne? Einfach kann jeder. So, haben wir hier einen Knüppel irgendwo? Da haben wir einen Knüppel. So. Machen wir so ein schönes Kienspan. Viereck. So ein Karo-Muster, ihr wisst schon, was ich meine. Aufschachteln. Dann sollte das eigentlich reichen. Ich mache dann zusätzlich noch ein paar Dingens dazu. Hier heißt es ein paar Funterkugeln, die ich gebastelt habe, ne, aus Baumharz. Ich meine, das Baumharz verteilt sich dann schön.
und kann dann auch nochmal zusätzlich Power und Wärme bringen. So. Hier packen wir gleich wieder hier rein, dass lassen wir gar nicht im Schnee liegen. Dann loggen wir gleich mal. So. Jetzt wird es welche geben. Oh, der verschwendet seinen ganzen Kienspan. Leute, ich habe so viel von dem Scheiß. Ich habe so viel davon, das glaubt ihr gar nicht. So, dann legen wir noch ein bisschen Baumharz dazu, dass das sich automatisch mit entzündet. Da kommt die auch super. Also einmal dazwischen rein. So. Ein gutes Nest auseinandergefallen. So. So. Da noch einen rein. Und hier außen noch einen hin. Tun wir das schön verteilen. Links, rechts, mittig, vorne, hinten. Dass wir da ein gutes Brandnest kriegen. Und lieber zu viel als zu wenig. Wie gesagt, wir haben alles voll mit Schnee hier. Das ist alles nass. Und da muss halt dann schon ein bisschen mehr machen als nur ein bisschen hier, ein bisschen da. Zeige ich euch das schnell. Also, das Graue, das hier und das hier, das und mittendrin, das sind Zunderkugeln von meinem dichten gesammelten Baumharz. Da ist hier in so einer Zippo-Tüte drin. Und das ist der klein gemachte Kienspan. Und da werden wir jetzt ein Feuer machen aus dem da. Schauen wir mal, ob alles gut funktioniert. Ich habe kein kleineres Holz. Das habe ich jetzt nicht gefunden. Und dann gucken wir einfach, dass wir das Beste aus der Situation machen. Ganz einfach. Irgendwie das klappt. Das klappt nicht. Hier noch ein bisschen Wasser so spalten können. Das sollte gehen. Da ein bisschen arbeiten können. Na, wir müssen ja gucken, dass wir, ja, das ist ziemlich weich. Es wird ein bisschen problematisch werden. Aber wir kriegen das hin. Wir werden es hinkriegen. Ich positioniere das direkt neben dem Baumharz. Wir machen das schön klein. Gut, dass da so ein bisschen Kleinzeug bei dem gespalteten Zeug schon dabei war, dass ich damit arbeiten kann. Ja, werden wahrscheinlich auch andere Leute hier oben hingehen schlafen. Ich bin da auf Rat eines Kollegen hierher gekommen. Hierher gekommen, um mir das anzuschauen. Und ich muss ehrlich sagen, das, was ich bis jetzt sehe, gefällt mir. So. Jetzt probieren wir das erstmal mit dem Anzünden. Mal gucken, wie weit wir kommen. Es wird auf jeden Fall gleich gut brennen, weil wie gesagt, Baumharz und Kienspan, das ist das Beste, was es gibt. Jetzt ein Feuer machen. Es wird schon alles schön brennen, das kriegen wir schon hin.
So. Kienspan entflammt. Das sieht man ganz gut. Kienspan brennt schon gleich los. Der Baumharz hat auch schon Feuer gefangen. Da zwischendrin. Und da die Kugel. Die anderen Kugeln werden dann auch noch Feuer kriegen. Die Windrichtung kommt von hinten. Das ist schon mal gut. Da seht ihr. Und hier ist so ein Bunsenbrenner. Schämt euch nicht, sowas zu benutzen. Lasst euch nicht immer auf dieses Quatsche ein, von wegen, du musst unbedingt mit Feuerstahl arbeiten. Das muss man nicht. Ich mache das auch nur, wenn ich Bock drauf habe. Wenn es sein muss. Na? So. Jetzt gucken wir mal, was wir mit dem hier nochmal rausholen können. Jetzt kann man natürlich nichts rausholen, das war klar. Ist aber nicht schlimm. Ja. Ja, ich hätte meine Axt noch mitnehmen müssen. Aber ganz ehrlich Leute, das geht auch so. Das geht auch so. Ja. Also der Wachs, der Baumharz, der verläuft gerade richtig und fängt sich ein. Der Schnee schmilzt. Perfekt, was willst du mehr? Was willst du mehr? Aber schön die Rinde runter. Gucken wir mal. Sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Jetzt geht's ans Essen. Ich hatte ja gerade die Erleuchtung. Ich habe ja keinen Löffel dabei. Also machen wir das komplett anders. Machen wir das komplett anders. Ich nehme eine Plastikflasche und schnippel ein bisschen an der rum. Und dann habe ich auch einen Löffel daraus gebastelt. So, die Kappe ab. Hier Ethanol rein. Aber mit dem Feuer kann ich nicht kochen, das wird nicht viel bringen. So. Schmeißen wir den gleich mit an.
Der Gerät. So, zack. Sind wir auch schon. Ja, es ist halt mit so einem kleinen Mini-Gasbrenner. Das macht so viel leicht. Und man erspart sich so viel Zeit dabei. Wie gesagt, ich arbeite auch gerne mit Feuerstahl und Flockenschnitzen und sowas. Mache ich auch gerne, aber das muss jetzt nicht sein. So, das ist jetzt ein knapper halber Liter. Und ich brauche einmal 250 und einmal 300. Ja, das reicht. Schon ein bisschen Fett noch drin, ne? Und aus der Flasche bastle ich mir jetzt gleich ein Löffel. Ein bisschen dünn ist das Plastik, aber das ist alles machbar. So, lassen wir das liegen.